Die in diesem Video behandelten Themen und Situationen sind rein fiktiv und dienen dazu, zu zeigen, wie man sich in möglichen Situationen in einem dystopischen Universum verhält. Wenn plötzlich das Licht ausgeht, handelt unser Gehirn nicht nach Logik, sondern nach Gewohnheit. Die meisten Menschen laufen instinktiv zum Kühlschrank, ohne zu wissen, was sie tun sollen. Sie öffnen die Tür, starren in die dunklen Regale und schließen sie wieder. Und genau in diesem Moment haben sie den größten Fehler gemacht. Ich bin der Krisenwolf aus Berlin. Heute sprechen wir über unsere grundlegendste psychologische Prüfung in Krisenzeiten und das greifbarste Thema überhaupt. Was passiert mit deinen Lebensmitteln beim Stromausfall? Wie schützt man die Kühlkette? Und wie kann unser an Bequemlichkeit gewöhnter Verstand die Ernährung ohne Strom managen? Die Kühlkette bedeutet, dass Lebensmittel vom Feld bis auf deinen Teller ununterbrochen kühl gehalten werden. Bricht nur ein Glied dieser Kette, vermehren sich gefährliche Bakterien in Minuten. Salmonellen oder E. coli sind keine rein akademischen Begriffe. Sie sind die letzte Realität, der du dich stellen willst, wenn die Krankenhäuser in einer Krise voll sind. Wie sieht unser Zeitplan aus? Wenn du die Tür deines Kühlschranks beim Stromausfall nicht öffnest, bleibt der Inhalt 4 bis 5 Stunden sicher. Dein Gefrierschrank kann 24 bis 48 Stunden durchhalten. Aber nur unter einer Bedingung. Du darfst dem mentalen Drang zu kontrollieren nicht nachgeben. Deshalb Regel 1. Fass die Tür nicht an. Regel 2. Notiere die Zeit. In Krisen verliert unser Gehirn das Zeitgefühl. 5 Minuten können sich wie eine Stunde anfühlen, 3 Stunden wie 10 Minuten. Wenn du nicht aufschreibst, wann genau der Ausfall begann, spielst du nur Roulette mit der Lebensmittelsicherheit. Wenn du dich dem Ende der 4 Stunden näherst, ist es Zeit, sich von gefährlichen Produkten zu verabschieden. Rohes Fleisch, Fisch und offene Milch. Du musst sie entweder sofort auf dem Campingkocher zubereiten oder wegwerfen. Man geht kein Risiko durch Riechen oder Schmecken ein. Die menschliche Gesundheit ist weitaus wertvoller als ein Kilo weggeworfenes Hackfleisch. Apropos Campingkocher, ich muss eine lebenswichtige Warnung aussprechen. Unser Verstand sucht in Kälte und Dunkelheit nach Komfort. Wir wollen den Kocher drinnen aufstellen. Aber Gaskocher in geschlossenen Räumen produzieren Kohlenmonoxid. Dieses Gas ist farb- und geruchlos. Du musst immer auf dem Balkon oder am offenen Fenster kochen. Bereit für alternative Kühlmethoden zu sein, reduziert Stress. Wenn es Winter ist, bietet dir die Natur einen riesigen Kühlschrank. Du kannst dein Essen in stabile, tiersichere Behälter packen und auf den Balkon stellen. Im Sommer kommen Kühlakkus, die du vorher im Gefrierschrank hattest, und Kühltaschen zum Einsatz. Ich gebe dir einen großartigen Physiktrick. Dein Gefrierschrank sollte nie leer sein. Fülle die Lücken mit wassergefüllten PET-Flaschen. Bei einem Stromausfall bilden diese gefrorenen Flaschen eine eigene Kühlmasse und verzögern das Erwärmen um Stunden, wenn nicht Tage. Einfach, aber extrem effektiv. Kommen wir nun zum Aufbau der Lebensmittelkette. Das Deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BBK, empfiehlt einen 10-Tage-Vorrat. Wenn Leute das hören, denken sie an Panik und das Plündern von Supermärkten. Wahre Vorbereitung ist jedoch leise, langsam und strategisch. Bei jedem Einkauf 2 Dosen oder 2 Packungen Nudeln extra mitzunehmen, reicht völlig. Der moderne Verstand ist darauf konditioniert, dass Supermärkte immer offen sind. Aber während Länder wie Finnland krisensichere, generatorbetriebene Supermärkte bauen, haben die riesigen Ketten in Deutschland noch keinen Schritt in diese Richtung gemacht. Wenn der Strom weg ist, öffnen sich die automatischen Türen nicht und die Kassen fallen aus. Deine eigene Küche ist dann dein einziger Markt. Befolge beim Verwalten deines Vorrats nur eine Regel. FIFO. First in, first out. Stell die neu gekauften Dosen immer nach hinten ins Regal. So wird nichts alt und die Produkte werden in einem ständig frischen Zyklus verbraucht. Das ist keine Paranoia, das ist einfach gutes Vorratsmanagement. Tiefkühlpizza im Gefrierschrank zu lagern, ist in einer Krise Luxus und völlig nutzlos. Lagere stattdessen Fleisch mit Knochen, gefrorenes Gemüse und Hülsenfrüchte ein. Du brauchst echte Lebensmittel, die dir und deiner Familie nach dem Kochen Energie geben und euch auf den Beinen halten. Unsere evolutionäre Psychologie hat uns eigentlich für solche Situationen ausgestattet. Vertraue deiner Nase. Wenn es riecht, wirf es weg. Wenn sich die Farbe verändert hat, wirf es weg. Unser Verstand drängt uns vielleicht, nichts zu verschwenden. Aber in einer Krise schwächt eine Lebensmittelvergiftung viel schneller und gefährlicher als Hunger. Vorbereitung bedeutet nicht nur, einen individuellen Bunker zu bauen. Bei den Stromausfällen in Berlin haben wir gesehen, Gemeinschaftssinn ist der stärkste Generator. Sprecht mit euren Nachbarn. Wer hat einen Campingkocher? Wer hat extra Wasser? Wenn ihr Informationen teilt, wird euer Wohnhaus von einer Gruppe schwacher Individuen zu einem starken Team. Das am meisten vergessene Detail bei der Lebensmittelzubereitung ist die Hygiene. Ohne Strom kann auch das Wasser ausfallen. Ohne Wasser explodiert die Bakterienausbreitung. Hier kommen alkoholbasierte Desinfektionsmittel und Feuchttücher ins Spiel. Selbst das perfekteste Essen, das mit schmutzigen Händen zubereitet wurde, kann dich ans Bett fesseln. Vorbereitet zu sein nährt sich nicht aus Angst, sondern aus Liebe. Es liegt in der Natur des Menschen, die zu beschützen, die er liebt. Deshalb ist der Aufbau einer Lebensmittelkette nicht nur das Horten von Vorräten, es ist ein moderner Akt der Verantwortung gegenüber deiner Familie und deinen Liebsten. In unserer nächsten Folge werden wir einen viel tieferen psychologischen und existenziellen Bereich betreten. Wie sorgt man bei einem langen Stromausfall für Schlaf, Sicherheit und mentale Widerstandsfähigkeit? Es reicht nicht, physisch satt zu sein, man muss auch geistig stark bleiben. Bleibt dran, bleibt vorbereitet.